Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben bereits September und ihr wisst, was das bedeutet. Wir blicken zurück und schauen uns die aktuelle Lage in Kuba an. Bevor wir jedoch starten, habe ich noch eine Bitte. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Ich wäre euch sehr dankbar. Ja, dann geht's los. Die kubanische Regierung hat nun ein Gesetz zur Cybersicherheit verabschiedet. Man möchte damit eine rechtliche Handhabe gegen Fake News, Hackerangriffe sowie Hassreden und Gesetzesverstöße schaffen. Man könnte nun denken, das ist eine Reaktion auf den 11.07., aber die Vorlage lag wohl schon länger vor. Es bedeutet in meinen Augen zumindest aber Zensur, wenn es um Fake News und Hassreden geht, denn hier geht es um die Bewertung der jeweiligen Verstöße. Ich sehe diese Änderung tatsächlich eher kritisch, aber wie in so vielen anderen Dingen kommt es hier auf die praktische Umsetzung an. Warten wir es ab. In meinem Video vom 15.08. habe ich berichtet, dass es in Kuba eine Reform gab, laut der die Gründung von kleinen und mittelständischen Unternehmen möglich sein wird. Hierzu gibt es nun eine Ergänzung. Diese Regelung wird ab dem 20.09. in Kraft treten. Ich persönlich bin auf die praktische Umsetzung gespannt, halte diesen Schritt aber für sehr wichtig. Die Bevölkerung erhält so mehr Handlungsmöglichkeiten und die Wirtschaft wird angekurbelt. So stelle ich es mir zumindest im Optimalfall vor. Der in Kuba entwickelte Impfstoff Abdala erhielt eine positive Stellungnahme durch die mexikanische Aufsichtsbehörde. Die Wirksamkeit liegt bei 92%. Bereits im Juli erhielt Abdala die Zulassung in Kuba und wurde seitdem in Kuba und auch in Venezuela entsprechend angewendet. Abdala ist somit der erste Impfstoff in Lateinamerika, welcher die Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit erfüllt. Seit ungefähr einer Woche ist ein Abwärtstrend zu beobachten. In Zahlen heißt das, dass seit dem 27.08. die Inzidenz fällt. Hatte Kuba am 26. noch eine Inzidenz von 582,2, liegt diese heute am Tag der Aufnahme bei 406,4. Die Impfquote für die Erstimpfung liegt bei aktuell 49% und vollständig sind 34,6% geimpft. Kuba fährt weiterhin harte Maßnahmen und viele Provinzen sind weiterhin in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Transporte gibt es kaum welche und der Alltag findet meist in den eigenen vier Wänden statt. Von der Versorgungslage mal ganz zu schweigen. Ja, diese Maßnahmen werden von den ein oder anderen vielleicht als zu drastisch wahrgenommen und ich weiß auch nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Gerade einer der wichtigsten Einnahmequellen, die Tourismusbranche, liegt seit 1,5 Jahren brach. Ich denke mir dabei aber immer, dass es in Kuba auf medizinischer Ebene an allem fehlt. Was nützt es einem, Ärzte zu haben, wenn diese keine Medikamente oder sonstige ärztliche Materialien haben? Neben dem aktuellen Virus gibt es in Kuba zum Beispiel ja noch Dengue. Ich weiß an der Stelle nicht unbedingt, was gefährlicher ist. In Kuba ist beides eine reale Gefahr. Und einfache Dinge wie Paracetamol, also fiebersenkende Mittel, bekommt man nicht. Kurzum, ich kann die harten Maßnahmen auf der einen Seite verstehen, da man auf der anderen Seite keine Medikamente entgegensetzen kann. Andererseits fehlt die vielleicht wichtigste Einnahmequelle Kubas seit 1,5 Jahren, wodurch der finanzielle Druck für alle immer größer wird. Wenn wir uns die Tendenz der aktuellen Zahlen anschauen, kann man nur hoffen, dass die Maßnahmen bald wieder angepasst werden. Ab Oktober sollen die Flughäfen Holguín, Santa Clara und Camagüey primär für die kanadischen Touristen wieder öffnen. Es ist also naheliegend, dass auch europäische Flieger die Destination wieder, in ihren Flugplan aufnehmen werden. Der Blick wandert da in Richtung Condor. Ja, in den nächsten Wochen wissen wir da sicherlich mehr. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Kuba ist laut dem Auswärtigen Amt Deutschland als Hochinzidenzgebiet eingestuft.
Bei der Einreise wird ein Negativ-PCR-Test benötigt, der nicht älter als 72 Stunden ist. Bei der Ankunft in Kuba wird am Flughafen ein zweiter PCR-Test gemacht. Pauschaltouristen gehen in ihr Hotel und warten dort auf das Ergebnis. Sobald sie die Negativmeldung erhalten haben, können sie sich wieder frei bewegen. Individualreisende machen am 5. Tag einen weiteren PCR-Test. Erst wenn auch dieser negativ ist, kann man sich frei bewegen. Und ja, auch Einreisende, die geimpft sind, müssen die PCR-Tests machen und sich auch in die Quarantäne begeben. Hierzu hoffe ich auf eine baldige Änderung. Schauen wir uns nun noch die Rückreise an. Grundsätzlich gilt, dass Personen, die aus einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland zurückkehren, 10 Tage in Quarantäne müssen. Diese Quarantäne kann jedoch beendet werden, wenn ein Test-, Impf- oder Genesungsnachweis an die zuständige Behörde übermittelt wird. Hierzu gibt es das Einreiseportal der Bundesregierung www.einreiseanmeldung.de. Wenn man also bereits vollständig geimpft ist, sollte dieser für die Einreise nach Deutschland ausreichen und man benötigt keinen extra PCR-Test. Die Quarantänepflicht besteht nicht für geimpfte und genesene Personen. Sollte man nicht voll geimpft sein und auch keinen Genesungsnachweis haben, so benötigt man weiterhin für die Rückreise nach Deutschland einen PCR-Test. Das soll es für heute mal wieder sein. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dankeschön. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video, spätestens am nächsten Sonntag um 17 Uhr. Bis dahin, Saludos, ciao.